UML als Modellierungssprache spielt in der Softwareentwicklung durchaus heute noch eine Rolle und wird das auch in dieser Veranstaltung tun. Aber was ist das denn so grob? Das kommt jetzt. UML steht für Unified Modeling Language. Ich hatte Ihnen ja in einem der letzten Videos so einen Zeitstrahl gezeigt, wo so ein bisschen die Entwicklung des Software Engineering aufgetragen war. Und da ist UML ein wichtiger Meilenstein Mitte der 90er Jahre. Das markiert in gewisser Weise das Ende der Suche nach so einem einheitlichen Vorgehensmodell, Beschreibungsmodell für Software auf einer konzeptionellen Ebene. Also im Grunde genommen gab es drei einzelne Ansätze von Grady Booch, Ivor Jacobson und James Frambeau, die drei dann 1995 zu einem einheitlichen und gemeinsamen Ansatz zusammengeführt haben. Das war jetzt dann erstmal ein proprietärer Standard der Firma Rational. Das war die Firma, die die drei gegründet haben und wurde dann aber relativ schnell, schon 2 Jahre später, als offener Standard der Object Management Group etabliert. Aktuell sind wir bei der Version 2.5.1. Also UML gibt es damit ungefähr 25 Jahre und man kann sagen, mittlerweile ist das de facto Monopol für die Modellierung von Softwaresystemen. Also wenn man Modelle einsetzt bei der Softwareentwicklung, das tut man keineswegs immer, gerade heutzutage nicht mehr, aber wenn man es tut, dann benutzt man UML, so kann man es formulieren. In ihrer Natur ist UML keine Notation, sondern eine Sprache. Eine Sprache mit einer grafischen Notation. Das hat sehr viel mit dem Anspruch von UML zu tun. Der Anspruch von UML ist letztlich, die Semantik von Software möglichst vollständig zu beschreiben in verschiedenen Aspekten. Bis dahin, dass man aus UML-Diagrammen Software generieren kann. Und ich hatte Ihnen ja auch in einer der letzten Videos gesagt, das habe ich selber schon mal gemacht in einem Projekt. Das geht, wenn man das macht, aber Sie können das in dem Video nachschauen. Das kommt halt mit einem gewissen Preis. Also man muss dann die UML so formal korrekt, vollständig und detailreich machen, dass sie nicht mehr besonders intuitiv ist. Und wir hatten ja im letzten Video auch uns damit beschäftigt, wo ist der Sweet Spot, was Detaillierung angeht. Und der Sweet Spot ist aus meiner Sicht nicht dort, wo man die volle Komplexität ausnutzt. Deswegen werden wir auch nicht alles anschauen, was die UML zu bieten hat. Es gibt insgesamt 14 Diagrammtypen und wir werden uns davon 7 ein bisschen eingehender anschauen, aber auch diese 7 nicht in allen Optionen, die sie bieten. Denn die Komplexität ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das ist der offene Standard. Die URL ist verlinkt in den entsprechenden Seiten zu dem Kurs. Und wenn Sie mal oben auf die Seitenzahl schauen, dann sehen Sie, der Standard hat knappe 800 Seiten. Das ist schon eine Ansage. Es lohnt sich durchaus, wenn man mal wirklich eintauchen will in UML und eine Frage hat, dann lohnt es sich in diesen Standard reinzuschauen. Der ist offen zugänglich und der ist auch eigentlich durchaus ganz gut verständlich. Das ist dann so eine Sache für Liebhaber, würde ich mal sagen. Also wenn man sich dann wirklich anfängt zu streiten, ist in diesem und jenem Diagramm an dieser und jeder Stelle eine Raute erlaubt und was ist die genaue Semantik dieser Raute, dann findet man die Antwort in diesem Standard. Meistens, wenn man ehrlich ist, braucht man die Antwort nicht. Und das ist dann eher so etwas, was einem am Herzen liegt. Schauen wir uns mal die 7 Diagramme etwas genauer an, die wir hier in dieser Veranstaltung einsetzen werden. Und das ist gleichzeitig im Grunde auch meine Empfehlung an Sie, wenn Sie rausgehen ins Berufsleben und ein Modellierungsproblem haben.
bin ich der Meinung, dass Sie mit diesen 7 Diagrammen auskommen. Wahrscheinlich werden Sie noch nicht mal alle 7 brauchen. Ich werde im Laufe der Videos und auch im Laufe der Veranstaltung immer wieder meine eigene Meinung dazu sagen, was wirklich wichtig ist, meiner Ansicht nach. Hören Sie es einfach mal sich an und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung und nehmen Sie letztlich aus diesem Werkzeugkasten das heraus, was für Sie passt und für Sie notwendig ist. Das ist am Ende Ihre eigene und ganz persönliche Entscheidung. UML ist heutzutage nicht mehr so Pflichtprogramm, dass man unbedingt für jeden Aspekt seines Softwaresystems ein Modell schreiben muss. Und wie ich eben schon gesagt habe, viele Softwaresysteme, gerade im agilen Bereich, modellieren eigentlich gar nicht mehr. Das halte ich manchmal auch für ein bisschen zu kurz gesprungen, aber am Ende muss es jedes Projekt und jede Entwicklerin und jeder Entwickler für sich entscheiden. Ich werde jetzt mal die 7 Diagramme, die wir uns in der Veranstaltung näher anschauen werden, einzeln einmal ganz kurz durchgehen, damit Sie die einmal gesehen haben. Werde ganz kurz was dazu sagen, wofür man sie benutzt. Das machen wir dann alles noch deutlich und wesentlich ausführlicher. Und werde sie dann auf unserem 2x2 Raster, was wir im letzten oder was ich im letzten Video eingeführt habe, dann einordnen. Beginnen wir mal mit dem Use Case Diagramm. Das Use Case Diagramm besteht aus Ellipsen, die Anwendungsfälle, die sogenannten Use Cases beschreiben. Aktoren, das sind diese Strichmännchen oder so Boxen, und Beziehungen dazwischen. Das ist es im Wesentlichen. Das ist also ein relativ simples Diagramm. Und mit diesen Use Cases beschreibt man im Grunde genommen kleine Geschichten. So ein bisschen formalisiert, leicht formalisiert, nicht sehr formal. Also man hat noch relativ viel Gestaltungsfreiheit. Und diese Anwendungsfälle sind im Grunde die Nutzersicht auf mein Softwaresystem. Wie sehe ich zukünftige Nutzer mit meinem System umgehen? Und demnach gehört das Use Case Diagramm ganz klar in den oberen linken Quadranten. Use Case Diagramme schreibt man während der Anforderungsspezifikation, also während ich mit der Fachseite kommuniziere, um Anforderungen einzusammeln, und ich lege bei den Use Cases ein Verhalten nieder. Das nächste Diagramm, was wir uns in der Veranstaltung anschauen werden, ist das Klassendiagramm. Das Klassendiagramm, wie wir gleich sehen werden, lässt sich in mehreren Phasen einsetzen. Das lässt sich sowohl während der Anforderungsspezifikation oder Domain Exploration, also während ich meine Domäne noch versuche kennenzulernen und zu beschreiben, einsetzen, wie auch später, wenn ich schon im Design meiner Software bin. Wir sind jetzt erstmal in der Anforderungsphase und da ist das Klassendiagramm in einer einfachen Form, also unter Verwendung von nicht so vielen Stilelementen, wirklich super geeignet, um die Geschäftsobjekte, die ich in meiner Domäne habe, die Entities, die Value Objects, das sind die Begriffe, die wir später noch in der Veranstaltung lernen werden, um die zu erfassen und insbesondere auch die Beziehungen zwischen diesen Objekten zu erfassen. Also Sie sehen hier die Boxen, das sind die Objekte und oder auch Klassen. Und die Beziehungen dazwischen haben bestimmte Beschriftungen, die eine Semantik haben. Das werden wir uns dann alles noch ein bisschen näher anschauen. Dieses Klassendiagramm kann man aber auch in einer etwas anderen Form nutzen, wenn ich dabei bin, das Systemdesign zu machen. Also wenn ich tatsächlich festlege, wie zum Beispiel meine Datenhaltung aussieht, welche Datenobjekte ich wirklich in meiner Persistenz sehen möchte. Da benutze ich auch ein UML-Klassendiagramm dafür, aber ich verwende es in einer etwas anderen Weise. Also man sieht zum Beispiel, dass die Beziehungen hier gerichtet sind, also die haben so eine kleine Pfeilspitze als kleines Beispiel und sie sind ein bisschen ausführlicher. Auch das werden wir uns dann in der Veranstaltung näher anschauen. Insbesondere werden wir uns näher anschauen, wie ich denn aus einem fachlichen Datenmodell dann dieses logische Datenmodell entwickle. Ein Diagrammtyp, der auch in diese Phase gehört, den wir uns in der Veranstaltung vermutlich nicht so ausführlich anschauen werden, ist das Komponentendiagramm. Das Komponentendiagramm, wie Sie hier sehen, besteht aus Boxen,
die für Komponenten, also für Module der Software stehen, also in sich weitestgehend abgeschlossene Teile der Software, die nur über Schnittstellen mit der Außenwelt kommunizieren und von außen so wie in eine Blackbox sind. Wichtiges Konstrukt bei der Softwareentwicklung, damit kann ich Funktionalität kapseln und nach außen vor Manipulation schützen. Und das Komponentendiagramm zeigt eben auf, welche solcher Module, welche solcher Komponenten es gibt und welche Schnittstellen diese Komponenten anbieten, um eben mit anderen Komponenten zu interagieren. Dann gehen wir mal in den Dann gehen wir mal in den Bereich der Verhaltensmodellierung zurück. Das Komponentendiagramm ist wie das Klassendiagramm ein Strukturdiagramm, das heißt, es beschreibt statische Strukturen meiner Software. Gehen wir jetzt mal wieder zurück in den Bereich der Verhaltensmodellierung. Hier gibt es zwei Diagrammtypen, die ein Verhalten des Systems beschreiben und die man sowohl als zur Modellierung von realer Welt einsetzen kann, realer Welt, die man dann mit der Software abbilden will oder für die man mit der Software eine Unterstützung liefern möchte, wie auch kann man sie verwenden für die Modellierung von technischen Vorgängen innerhalb der Software. Deswegen werde ich die gleich auf der Grenze zwischen den beiden Phasen Anforderungsspezifikation und Design und Implementierung platzieren. Das eine ist das Aktivitätsdiagramm. Das Aktivitätsdiagramm zeigt Abfolge von Aktivitäten, von Schritten und kann deswegen sehr gut zur Modellierung von Prozessen, von Vorgängen eingesetzt werden. Man kann dann noch Stilelemente da reinbringen, wie solche Swimlanes, wie man hier in dem kleinen Beispiel sieht, sodass man dann noch abbilden kann, welche Aktoren oder welche Komponenten in einem System bestimmte Prozessschritte dann unterstützen. Ein weiteres Verhaltensdiagramm ist das Statusdiagramm. Das Statusdiagramm bezieht sich immer auf ein gegebenes Objekt und zeigt, durch welche Status so ein Objekt dann durchlaufen kann im Verlauf der Bearbeitung dieses Objektes. Zum Beispiel einen Vertrag, der durch verschiedene Phasen durchgeht. Auch dieses Diagramm kann man zur Modellierung der echten Welt einsetzen, ähm, indem man einfach abbildet, wie die Prozesse tatsächlich in der Wirklichkeit laufen, durch welchen Status das durchgehen kann. Man kann es aber genauso gut einsetzen, um zum Beispiel einen sogenannten endlichen Automaten zu implementieren oder sonst wie ein System, was bestimmte Status haben kann und dann diesen Status dann ändert in Abhängigkeit zum Beispiel von einem Input. Dann haben wir noch zwei Verhaltensdiagramme, die doch recht eng miteinander verwandt sind und die der technischen Seite zuzuordnen. Dann gibt es noch zwei Verhaltensdiagramme, die eng miteinander verwandt sind und die eindeutig in die Entwurf- und Implementierungsphase gehören, weil sie ein Verhalten eines technischen Systems beschreiben. Das eine ist das Sequenzdiagramm, wo man bestimmte Objekte sieht, die über Nachrichten, das sind diese Pfeile, miteinander interagieren. Und man sieht die zeitliche Abfolge dieser Nachrichten, indem man
das Diagramm von oben nach unten liest. Also die Zeit fließt in diesem Diagramm von oben nach unten und man sieht, welche Nachrichten fliegen innerhalb des Systems hin und her. Damit eng verwandt ist das Kommunikationsdiagramm, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so aussieht. Hier ist es einfach nur so, dass die Objekte, die wir eben gesehen haben, nicht als nebeneinander mit solchen Lebenslinien angeordnet sind, sondern in der Struktur, in der sie miteinander über APIs verbunden sind. Und dann fliegen die Nachrichten über diese Kommunikationskanäle zwischen den verschiedenen Objekten oder Komponenten. Und die zeitliche Abfolge wird dann hier über Nummern dargestellt. Sequenz- und Kommunikationsdiagramm sind in gewisser Weise ineinander überführbar. Auch das werden wir uns dann in der Veranstaltung ein bisschen genauer anschauen. Damit sind die 7 Diagramme benannt, die wir in der Veranstaltung genauer anschauen werden. Es gibt noch 7 weitere, die hier aufgeführt sind, die in der Praxis tatsächlich etwas weniger relevant sind. Es gibt sicherlich Anwendungssituationen, wo man die benutzen kann. Ich muss sagen, ich habe sie in meiner nicht so ganz kurzen Software-Berufslaufbahn tatsächlich so gut wie niemals benutzt. Ein Deployment-Diagramm habe ich mal benutzt, das kann man aber auch schön anders einsetzen. Deployment-Diagramm ist im Grunde genommen ein Hosting-Diagramm, auf welchen Knoten, auf welchen physischen oder virtuellen Knoten wird welcher Teil der Software gehostet. Ja, wie gesagt, das kann man auch anders darstellen als mit einem UML-Diagramm. Und das war's. Die anderen habe ich niemals eingesetzt. Kommen wir mal zu einer Betrachtung der Vorteile und Nachteile von UML. Ein wesentlicher Vorteil ist sicherlich, dass man, wenn man UML verwendet, um punktuell zumindest Aspekte seiner Software zu modellieren, dass man dann eine Konsistenz über den gesamten Softwareentwicklungsprozess herstellt. Ich kann mich also zu jeder Zeit darauf verlassen, wenn ich UML richtig anwende, dass die 2 Diagramme im gleichen Stil geschrieben sind und dann auch von Menschen lesbar sind, die nicht an der Entstehung der Dokumentation beteiligt waren. Das ist ein durchaus nicht zu unterschätzender Vorteil bei großen, komplexen, verteilten Teams. Und ab einer gewissen Größe sind eigentlich heutzutage die Teams immer verteilt. Also mir ist eigentlich kaum ein größeres Softwareprojekt bekannt, das nicht mit Outsourcing arbeitet, entweder Nearshoring nach Osteuropa oder Offshoring nach Asien. Das heißt, sie haben eigentlich immer das Problem, dass sie ein Multisite-Projekt haben, verschiedene Entwicklungsstandorte, die in irgendeiner Form zusammenarbeiten müssen. Und dann ist eine einheitliche und genormte Kommunikationssprache Gold wert. Ein zweiter Vorteil von UML ist, wenn man es einsetzen will, es ist unabhängig vom Vorgehensmodell. Das können Sie im Wasserfall und im Agilen einsetzen. Es ist unabhängig von der Programmiersprache. C# funktioniert genauso wie Kotlin oder Java. Und es ist auch unabhängig von der Domäne. Also Sie können eine Versicherungssoftware damit genauso modellieren wie ein E-Commerce-System. Des Weiteren ist es geeignet, um Redundanz und Unklarheiten zu vermeiden. Und das ist der Punkt, den ich tatsächlich auch in der heutigen agilen Welt, wo man ja eher weniger dokumentiert und direkt codet, was ich auch durchaus sehr, sehr sinnvoll finde. Ähm, Wenn man punktuell hier UML einsetzt, kann man durchaus komplexe Aspekte sehr klar beschreiben und vermeidet damit, sich misszuverstehen. Und jede Art von Missverständnissen sind immer teuer in der Softwareentwicklung. Es erleichtert am Ende die Dokumentation und auch Kommunikation. Dokumentation für andere Entwicklerinnen und Entwickler, weil man davon ausgehen kann, dass die dann eben auch UML lesen können. Man muss dann nicht so viel drumherum erklären. Und wenn man die richtigen Diagrammtypen auswählt, zum Beispiel Use-Case-Diagramme, zum Beispiel einfache Klassendiagramme, kann man die auch prima zur Kommunikation mit der Fachseite einsetzen. Und letztlich, wenn man ein System hat, wo die Architektur außerordentlich komplex ist, sodass ich dann ein dediziertes Architekturteam habe oder Menschen, die zumindest eine Architektenrolle haben und die
dediziert an der Erarbeitung von Architektur im Team mitarbeiten. Das ist eigentlich der Bereich, wo UML seine ganz großen Stärken ausspielt. Man kann große Modelle gemeinsam im Team pflegen und über diese Diagramme dann eben auch über Architekturaspekte miteinander kommunizieren. Das wird immer seltener heute, dass man das tut, weil man eher Komplexität heutzutage anders auflöst. Das werden wir insbesondere in Softwaretechnik 2 nochmal sehen. Früher war es so, dass es so eine Art ja, Zirkel der Weisen gab, ne? Also so eine Gruppe von Menschen, die so einen Gandalf der Graue Anspruch an sich selber hatten, dass sie quasi alles durchblicken und dann das Universalmodell machen, was dann umgesetzt wird. Ich spitze mal so ein bisschen zu bewusst. Ich war ja selber in so einer Rolle unterwegs. Das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen und man versucht eher heutzutage die Komplexität in sinnvolle Subdomänen, in kleinere Einheiten zu zerschneiden, die möglichst unabhängig voneinander funktionieren, also möglichst autark sind. Man nimmt ein bisschen Redundanz in Kauf dafür. Also Daten hält man doppelt. Das hat man früher überhaupt nicht gemacht. Das war absolut verboten. Und dadurch muss man nicht mehr so einen zentralen großen Bauplan machen, sondern man hat jedes einzelne Team in die Lage versetzt, unabhängig voneinander arbeiten zu können. Und egal, was Sie machen, wenn Sie sich an die vereinbarten Interfaces halten, kommen Sie auch den anderen Teams damit nicht in die Quere. Und dieses Architekturprinzip, dieser Stil braucht oder hat solche großen UML-Modelle, die sozusagen so einen Universalbauplan des gesamten Riesensystems darstellen, ein bisschen obsolet gemacht. Nicht komplett obsolet, aber es ist nicht mehr so verbreitet wie früher. Kommen wir mal zu den Nachteilen von UML. Für die Kommunikation mit Nicht-Experten ist es wirklich nur punktuell geeignet. Ich habe das eben schon gesagt, gut geeignet sind Use-Case-Diagramme, die versteht jeder sofort. Gut geeignet sind einfache Klassendiagramme. Auch Aktivitätsdiagramme sind von Menschen, die jetzt nicht aus der Informatik kommen, gut zu verstehen. Dann wird es aber auch schon ein bisschen schwierig. Großes Problem. Im Grunde genommen muss man sehr aufpassen, dass man sich mit der Verwendung von UML nicht so eine Art inhärenten Wasserfallcharakter einhandelt. Was meine ich damit? Wasserfall ist ja sozusagen das Gegenteil von agiler Entwicklung. Wasserfall heißt immer, ich spezifiziere erstmal möglichst viel upfront, möglichst viel vorab und schreibe dann eine 200 Seiten Spezifikation, die gebe ich dann dem Entwicklungsteam und die arbeitet dann ab. Das ist ein bisschen überholt, dieses Vorgehen, weil die Welt sich einfach weiterdreht und dann haben sie eine 200-Seiten-Spezifikation geschrieben und die ist nach 6 Monaten, sind von den 200 Seiten schon 40 Seiten nicht mehr gültig, weil die Anforderungen sich geändert haben. Und UML ist von seiner Natur her so ein bisschen dazu verführend, dass man eher zu viel spezifiziert und zu früh spezifiziert, nämlich zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich weder über meine Domäne noch über die Lösung dafür richtig was weiß. Und da muss man sehr aufpassen, dass man in diese Falle nicht reintappt. Und glauben Sie mir, das habe ich oft und gerne gemacht, in diese Falle reinzutappen. Teilweise wird die Diagrammkomplexität sehr hoch. Man muss sich da sehr bremsen, dass man nicht anfängt, so in so eine Detailfetischismus zu verfallen. Das nutzt nämlich niemandem mehr. Siehe die Diskussion im vorigen Video über Verständlichkeit von UML und Modellen. Wenn man UML benutzt, ist ein Problem, dass die Entstehung und auch die Weiterentwicklung, also die Geschichte, die diese Diagramme oder sagen wir mal, die Modelle dahinter genommen haben, nicht wirklich richtig gut nachvollziehbar sind. Bei Source Code ist es ja so, Sie benutzen heute immer sowas wie Git und dann können Sie, wenn Sie wollen, noch einfach mal auf eine frühere Version zurückgehen und dann immer gucken, Sie machen einfach ein Diff und schauen, was wurde von Version N zu Version N+1 geändert. Und dann sehen Sie zum Beispiel, die beiden Zeilen wurden verändert, da hat jemand irgendwie, was weiß ich, einen Bug gefixt zum Beispiel, eine Division durch Null verhindert. Das ist bei UML-Diagrammen praktisch sehr erschwert, weil UML-Diagramme in Form von irgendeiner Art von XML abgespeichert werden. Ich glaube, es ist XML, also es ist auf jeden Fall irgendeine formalisierte Sprache und die ist nicht gut menschenlesbar. Das heißt, wenn Sie zurückgehen,
dann sehen Sie anhand eines Diffs, selbst wenn Sie Ihre UML-Diagramme in Git ablegen, nicht unbedingt, was wurde jetzt genau verändert von Version N auf Version N+1. Ist ein kleiner Nachteil und einer, der nicht häufig auftritt, kann aber sehr wehtun. Auch das ist eine eigene Erfahrung von mir. Und letztlich ist es so, UML wird, weil es halt so furchtbar komplex ist, dann oft auch falsch angewendet wegen mangelnder Routine. Und wenn man es falsch anwendet, wenn man dann Dinge versucht mit Stilmitteln auszudrücken, die aber eine ganz andere Bedeutung haben, dann fällt so ein bisschen der Vorteil weg, den wir eben gesehen haben, einer formal klaren und eindeutigen Beschreibung. Weil dann versucht jemand irgendwas zu beschreiben und nutzt aber die falschen Elemente. Damit habe ich Ihnen einen kurzen Überflug gegeben, was UML denn ist, wo es herkommt, wofür es mal designt wurde, wofür man es heute gut einsetzen kann und welche wichtigen Diagrammtypen es enthält. Das ist jetzt sozusagen der Startpunkt dafür, dass wir uns das in dieser Veranstaltung dann Stück für Stück etwas genauer ansehen werden.